Ja, Hokus Pokus und weg waren sie. Wer braucht schon Handys für 5, 6, 7, 800 Franken oder gar 1000 und mehr, wenn man sich für 160 Franken so ein Nokia 3.4 holen kann? Das testen wir heute aus. Schauen mal, was für Abstriche man bei so einem Einsteigertelefon machen muss. Und jetzt zuerst einmal packen wir es aus. Da haben wir es, das Teil, und der erste Eindruck, es ist wirklich sehr groß, 6,4 Zoll Display. Ja, schauen wir uns doch da mal eine Webseite an. Ja, sieht nicht schlecht aus, wenn man genau hinschaut. Ja, die Auflösung ist sehr okay. Und sonst? Hinten ist es halt schon Plastik, das spürt man, aber es ist in Ordnung. Es hat hier einen Fingerabdruckscanner, der ist recht zügig, also der erste Eindruck ist gar nicht so schlecht. Ja, man spürt ein bisschen, dass es günstig gemacht ist, aber ich würde sagen für 160 Franken durchaus sehr akzeptabel. Die Fotos und Videos schaue ich mir nachher genauer an. Jetzt gibt es erstmal einen kurzen Videotest. Das ist die Selfie-Kamera. So sieht es mit der normalen Kamera aus und jetzt probieren wir auch gleich noch die Weitwinkel aus. Die Weitwinkelkamera, mal schauen, ob die für Video geeignet ist und wie das auch mit dem Ton so tönt. Ja, und wenn wir doch schon so draußen so schön an der Kälte sind, schauen wir uns ein paar Details noch genauer an. Prozessor ist ein Snapdragon 460. Ja, das reicht im Alltag aus, um zu surfen. Man kann sogar ein bisschen Fortnite gamen. Also ich denke, das sollte kein Problem sein. Manchmal merkt man, der schnellste ist es nicht, aber ebenso für den Alltagstrott reicht es. Viel wichtiger ist der 4000 mAh große Akku. Das bedeutet 2 Tage realistische Laufzeit. Ebenfalls wichtig im Alltag ist das Basis-Android. Das ist schlank, lässt sich gut bedienen und ermöglicht eben auch, dass Nokia 2 Jahre Upgrades versprechen kann. Ja, ich denke, damit kommt man eben gut durch die Zeit mit so einem Basisgerät. Wieder an der Wärme kommen wir zum problematischsten Teil des Nokia 3.4, der Kamera. Sieht hübsch aus, sieht nach Dreifach-Kamera aus. Effektiv sind es 2 Linsen, die etwas anderes aufnehmen können. 13 Megapixel Hauptkamera, 5 Megapixel Weitwinkel. Dazu kommt eine Selfie-Kamera mit 8 Megapixeln. Das andere hier, der 2 Megapixel, ist ein Sensor für die Tiefenschärfe, Porträtmodus. Video haben wir ja gesehen, es wackelt schon sehr und Kontrast ist nicht wirklich viel da. Der Ton ist überraschend gut, sonst, ja, für den Alltag kann man es brauchen, aber damit einen Videofilm wirklich drehen, für Videokonferenzen oder so geht's, aber sonst eher nicht. Schauen wir uns die Fotos an. Hier, ja, normale Aufnahmen bei gutem Licht oder hier, wenn wir sogar die Details des Laubes ansehen, durchaus in Ordnung. Die Farben sind etwas blass, finde ich. Der Weitwinkel fällt etwas ab, ist farblich auch ganz anders. Ja, aber das ist okay. Dann allerdings hat sie einen Tiefenmesser drin, der 2 Megapixel. Der sollte eigentlich bei Porträtmodus helfen, aber ja, ehrlich gesagt, die Bilder sind unbrauchbar. Nachtmodus hat es auch, aber auch bei den Aufnahmen im Dunkeln. Ja, es geht so. Je schwierigere Verhältnisse, desto schlechter werden die Bilder. Ich finde es ein bisschen schade, hat sich Nokia nicht auf eine Linse konzentriert und die richtig gut gemacht. Wäre wahrscheinlich besser, als da noch irgendwelche Spezialfunktionen reinzubauen, die dann trotzdem nicht wirklich gut sind.
Ja, trotzdem, das Fazit, Nokia 3.4 ist ein super Gerät für 160 Franken. Wenn man nicht gerade Fotofan ist und Filmfan, sondern das vielleicht einfach so ein bisschen noch nebenbei braucht oder mal um etwas zu dokumentieren oder mal einen Videochat machen, reicht dieses Telefon völlig aus. Display gefällt mir gut, Akkulaufzeit hervorragend, auch viele kleine Details stimmen, 2 SIM-Karten zum Beispiel kann man reinschieben und eine Speichererweiterung, sogar 64 GB Speicher spendiert Nokia diesem Gerät und darum würde ich sagen, wer ein Einsteigergerät günstiges sucht, sollte das unbedingt anschauen.